Hallo Leute, ich bin zurück aus Kalymnos. Ja, ich war alleine in Griechenland. Ich bin zurück mit helleren Haaren, braun gebrannt. Ich habe keinen Urlaubsvlog. Also ich habe die Reise nicht wirklich mitgefilmt oder so. Trotzdem möchte ich heute ein wenig darüber sprechen, denn das war für mich der entspannteste Urlaub ever. Also ever. Wenn ihr euch mal erholen möchtet, wenn ihr eure Zweisamkeit genießen wollt oder verliebt seid oder wie auch immer, fahrt einfach mal auf eine Insel ohne Shoppingcenter, ohne Massentourismus. Auf Kalymnos gibt es keine All-Inclusive-Hotels, denn es gibt zwar ein paar kleinere Hotels, aber in der Regel bucht man sich dort eine Unterkunft und ist frei. Ihr seid frei, egal was ihr macht, ihr seid sicher und frei. Eigentlich war der Plan, nach Kos zu gehen. Dort habe ich nach Airbnb-Unterkünften gesucht, da Kalymnos östlich von Kos liegt, also ziemlich nah dran, 30 bis 45 Minuten mit der Fähre entfernt, hat mir Airbnb immer wieder Unterkünfte auf Kalymnos angezeigt, die recht preiswert waren und ja, so bin ich das erste Mal auf die Insel gestoßen. Kalymnos hat zwar einen nationalen Flughafen, aber keinen internationalen. Das heißt, ihr müsst nach Kos fliegen, um dort die Fähre zu nehmen. Und da hatte ich eigentlich keinen Bock drauf, denn die Fähre fährt nur 7-mal täglich. Das ist viel oder oft in der Hauptsaison. Aber nur weil ihr landet, bedeutet es ja nicht, dass ihr 10 Minuten später auf der Fähre seid oder so. Also ihr müsst mit Wartezeit rechnen. Die eine Fähre sollte um 18:30 Uhr ankommen. Die nächste erst wieder um 20:30 Uhr. Ich bin um 17:40 Uhr in Kos gelandet. Um 17:50 Uhr war ich bei der Gepäckausgabe. Um 18:10 Uhr hatte ich mein Gepäck. 5 Minuten später saß ich in einem Taxi mit 5 Griechen, so ein Sammeltaxi, neben mir so ein griechischer Priester. Ihr müsst euch das vorstellen. Ich bin rausgerannt. Oh Gott, wie komme ich jetzt zum Hafen, Habo. Ja, Yasu heißt Hallo. Yasu. Und dann sitzen da 5 Griechen im Taxi. Ja, scheiß drauf, steig einfach ein. Die werden mich irgendwo hinbringen, ne? Fragt sich nur wohin. Der Taxifahrer ausgestiegen, hat mein Gepäck schnell in den Kofferraum gepackt und dann sind wir losgeflitzt. Und am Ende dachte ich, weiß der überhaupt welchen Hafen, zu welchem Hafen, ne? Ich habe einfach nur Kalymnos gesagt und er wusste ja alles klar. Das war wirklich die beste Hinfahrt. Und dann schreibe ich das meiner Familie in der WhatsApp-Gruppe und dann fragt mich meine Mutter, warum sitzt du da mit 5 Griechen im Taxi? Weiß ich nicht. Weil ich nach Kalymnos muss. Die perfekte Überfahrt, würde ich schon fast sagen. Und ja, war auch recht günstig. Ich habe nur 5 Euro bezahlt. 10 Minuten ungefähr. Wir sind 10 Minuten gefahren und ich war dann tatsächlich um 18:30 Uhr auf der Fähre und um 19 Uhr dann in Kalymnos. Dort hat mich ein Taxi abgeholt, mich zu meiner Unterkunft gefahren. 20 Minuten hat die Fahrt gedauert. Und dann war ich da. Es gab 3 Strände, die ich zu Fuß erreichen konnte. Der erste war 100 Meter entfernt. Ein sehr kleiner Strand, Kiessand. Dort konnte man auch ein paar Liegen mieten, 5 Euro pro Tag. Da gab es ein Restaurant, mehr nicht. Ich lag überwiegend aber am zweiten Strand. Das war aber ein Kiesstrand. Also da waren wirklich so große, teilweise so große Steine. Aber leicht türkises Wasser. Du hattest da immer irgendwie Platz für dich, egal wann du gekommen bist. Also kein Drängeln, kein Platzmangel. Teilweise lag ich da alleine morgens. Von dort konnte man auch auf die Insel Telendos. Das ist eine Nachbarsinsel, kein Autoverkehr. Das war wirklich eine Mini-Insel. Allerdings gibt es da nicht viel, ne? Es gibt ja der Hafen, da gibt es ein paar Restaurants, da kannst du auch ein paar Gewürze kaufen, aber mehr nicht. Du gehst da einfach nur rüber oder du fährst darüber, um zu baden. Auch wenn es doch recht langweilig ist irgendwann, ne? Weil dort gibt es kleine Buchten, Strände, du bist allein. Also kennt ihr The Beach, den Film mit Leonardo DiCaprio? Manchmal habe ich mich gefragt, wo ist Leo? Wo ist der eigentlich? Muss ich ihm mal meine Koordinatoren schicken oder so? Müsst ihr euch mal vorstellen, es gibt dort keine Taxi-App, aber ein 5G-Netz. Gestrandet auf einer einsamen Insel mit 5G. Und der dritte Strand war ca. 30 Minuten entfernt. Das war ein Sandstrand und dort waren auch überwiegend die Touristen, weil es dort auch eine kleine Meile gab. Dort konntest du auch gut essen gehen, gut trinken gehen. Aber wie gesagt, das war jetzt also weit weg von dieser ganzen Massentourismusbranche, ne? Um richtig shoppen zu gehen, müsst ihr wirklich in die Stadt reinfahren. Aber auch da gibt es kein Shoppingcenter. Und dann sagt der Taxifahrer zu mir,
hier ist der große Supermarkt und da ist der kleine Supermarkt. Da gehe ich in den großen Supermarkt rein und denke mir so, warum gibt es hier nur 5 Regale? Ach so, ja, ich bin ja auf einer Insel. Oh, okay, okay, groß. Mhm. Es gibt dort auch Supermärkte wie ähnlich wie Aldi, ne? Aldi, Kaufland, Penny, aber auch da musst du ein bisschen weiter fahren. Bin ich aber hingefahren, weil diese kleinen Supermärkte, die bieten Haferflocken für 4 Euro an. 1 Kilo 4 Euro und in den normalen Supermärkten bekomme ich 500 Gramm für 99 Cent. Also das war doch schon ein sehr großer Unterschied und nee, komm, ne, dann lieber Taxi fahren und das Gute ist, du hast dort immer einen Taxifahrer, du speicherst dir die Nummer ab und sagst, hey, Buddy, können wir kurz mal einkaufen? Ja, können wir. Oh, gut, ich hol dich ab. Ja, es war schon cool. Man hört oft, dass die Griechen übertrieben freundlich sein sollen. Ja, keiner zieht dich in den Läden, keiner will dir was verkaufen. Egal, ob du in den Laden gehst oder nicht, es ist dein Ding. Und vor allem, ich bin ja tätowiert, also man sieht es immer doch sehr stark. Und in den meisten Ländern werde ich irgendwie immer drauf angesprochen. Entweder so ein bisschen flirty oder so ein bisschen belästigt oder ja, manche finden das auch gar nicht gut. In Griechenland wollte keiner wissen, wieso, weshalb. In Griechenland kam keiner auf mich zu und meinte, hey Süße, hier, tralala. Gar nicht. Das war so entspannt, das war so chillig. Kalymnos ist eine sehr, sehr budgetfreundliche Insel, auch gerade für alleinreisende Frauen. Sehr, sehr sicher, muss ich sagen. Ich war 15 Tage dort, 15 Nächte und bin mit unter 400 Euro ausgekommen. Allerdings ohne Unterkunft und Flüge. Also ich habe jetzt nur meine Taxifahrten berechnet, die Fähre, Supermarkteinkäufe. Ich bin nur einmal am Tag essen gegangen. Da habe ich nicht so auf den Preis geachtet. Das teuerste Essen, was ich hatte, war 17 Euro und das günstigste 6, glaube ich. Eine Gyros Pita, ungefähr so groß, würde ich sagen, bekommt ihr dort für 4 Euro. Also doch recht preiswert. Es gibt so viele Landschaften, die unberührt sind. Du findest Strände oder kleine Buchten, die sind nur für dich. Kein Liege reservieren, kein Platzmangel, egal wann du kommst. Nur das Meer und du. Und das ist so wunderbar. Es ist keine Partyinsel. Dort gibt es keinen einzigen Club oder so, also nicht wie Mykonos. Kalymnos wird mich definitiv ein zweites Mal sehen. Und dann werde ich mir ein Quad mieten und die Insel erkunden. Und darauf freue ich mich, Ach, das ist so mein Insel-Vibe Deluxe. Ehrlich, mit so einem Quad durch die Gegend fahren. Eigentlich wollte ich einen Roller mieten, aber davon hat man mir abgeraten, weil ich keine Erfahrung habe. Und dort halt auch ein Meltemi-Wind weht, der ist manchmal ziemlich stark. Aber ein Quad, die waren alle weg, Leute. Die waren alle weg. Und ich bin mit 2 Kilo weniger zurückgeflogen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe meine Sonnencreme aufgebraucht, ich habe mein Shampoo-Conditioner aufgebraucht, gar nicht geshoppt, außer Honig. Ja gut, Honig und Gewürze, das ist mir noch nie passiert. Das ist wirklich erholsam, das ist wirklich abschalten können, oder? Oder wie seht ihr das? Jetzt bin ich erstmal wieder hier, der Alltag geht weiter und ja, dann mal sehen, wann ich auf die nächste Insel gehe. Obwohl ne? Fliegen ist besser, schwimmen könnte ich auch. Ach ja, ich habe ja Seepferdchen, ne? Ich habe auch Silber. Aber ich glaube, ich komme nicht so weit. Von daher fliege ich lieber. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin alles Gute. Nothing can break me, no, nothing can break me.